Im frühen Mittelalter zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert drängten die Männer aus dem hohen Norden immer weiter hinaus in die Welt. Sie kamen aus Skandinavien, Dänen, Norweger und Schweden und wurden von den Völkern Europas bald unter einem einzigen Namen gefürchtet: die Wikinger. Mit ihren schlanken, schnellen Langschiffen überquerten sie nicht nur die Meere des Nordens, sondern drangen tief in die Flüsse Russlands vor, plünderten Küstenstädte im Westen und suchten im Osten nach neuen Wegen und neuen Herren. Besonders die Schweden, die man im Osten Varäger nannte, schlugen eine Route ein, die sie entlang der großen Flüsse Dnjepr und Wolga bis ins Herz der byzantinischen Welt führte. Diese Männer waren Händler und Krieger zugleich, mit Bernstein, Fellen, Sklaven und Schwertern beladen, doch immer bereit, ihre Waffen zu ziehen, wenn es nötig war. Die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, Konstantinopel, lag wie ein funkelndes Juwel am Schnittpunkt zwischen Europa und Asien. Hier, in der Königin der Städte, begegneten die Varäger einer Kultur, die sich von ihrer eigenen grundlegend unterschied. Prachtvolle Kirchen, goldenen Mosaiken, gewaltige Paläste, duftende Märkte und eine Armee, die seit Jahrhunderten das römische Erbe bewahrte. Die byzantinischen Kaiser, die Basileis, hatten in den Varägern bald etwas erkannt, was sie dringend benötigten: Männer, die furchtlos, loyal und unbestechlich waren. Während einheimische Adelige oft von Intrigen, Familienbanden und wechselnden Loyalitäten gefesselt waren, erschienen die Männer aus dem Norden als unerschütterliche Fremde, roh, aber standhaft. So begann die Geschichte einer der berühmtesten Elitetruppe des Mittelalters, der Varäger Garde. Sie war nicht nur eine Wache, sondern ein Symbol für Macht, Loyalität und das enge Band zwischen dem eisigen Norden und der glänzenden Metropole am Bosporus. Als die ersten Varäger in Konstantinopel ankamen, waren sie zunächst Fremde in einer schillernden und misstrauischen Welt. Sie handelten mit Pelzen, Honig, Bernstein und Sklaven, doch zugleich boten sie ihre Dienste als Krieger an. Byzantinische Kaiser waren daran gewöhnt, Söldner zu beschäftigen. Goten, Hunnen, Armenier oder Araber hatten zuvor schon in den Reihen der kaiserlichen Truppen gekämpft. Aber die Männer aus dem Norden hatten etwas Besonderes. Sie galten als furchtlos, unbestechlich und völlig frei von innerbyzantinischen Machtspielen. Es war Kaiser Basilios II., regierte 976 bis 1025, der die Varäger dauerhaft in seine Dienste nahm. In einer Zeit voller Aufstände und Verrat brauchte er eine Truppe, die nur ihm persönlich verpflichtet war. Basilius versprach ihnen nicht nur Gold und Beute, sondern auch Privilegien und eine Stellung, die sie über gewöhnliche Söldner hinaus erhob. So wurde um das Jahr 988 die Varäger Garde offiziell gegründet, zunächst aus etwa 6000 Mann, die aus dem Kiewer Reich nach Byzanz geschickt wurden. Von nun an standen die hochgewachsenen Nordmänner mit ihren mächtigen Äxten in den Vorhöfen des großen Palastes, sie bewachten die Schatzkammern, begleiteten den Kaiser bei Prozessionen und ritten an seiner Seite in die Schlacht. Schon bald verbreitete sich in Konstantinopel das Bild von der Axtgarde: Männer, die mit zweihändigen Äxten, Dane-Äxte, bewaffnet waren, furchteinflößend und unaufhaltsam. Die Varäger Garde wurde zu einer Legende. In einem Reich, das von Intrigen, wechselnden Loyalitäten und Palastverschwörungen durchzogen war, vertraute der Kaiser allein auf die Treue dieser Fremden. Sie waren seine persönliche Leibgarde, sein Schwert und sein Schild, und ihre Anwesenheit strahlte unmissverständlich aus, dass niemand ungestraft die Macht des Basilius herausforderte. Doch die Varäger waren nicht nur Wachen, sie kämpften an vorderster Front. In den Schlachten gegen die Bulgaren, Araber und später auch gegen die Normannen erwiesen sie sich als unerschütterliche Krieger, die bereit waren, bis zum letzten Mann für den Kaiser zu sterben. Das Leben der Varäger in Konstantinopel war geprägt von einem ständigen Wechsel zwischen prunkvoller Nähe zum Kaiserhof und brutaler Härte auf dem Schlachtfeld. Tagsüber standen sie Wache im großen Palast, in den Schatzkammern und an den Toren der Stadt.
Bei Festumzügen und religiösen Zeremonien begleiteten sie den Kaiser in ihren prächtigen Uniformen. Ein Anblick, der die Byzantiner gleichermaßen faszinierte wie einschüchterte. Doch wenn der Kaiser in den Krieg zog, wurden die Variger zu einer gefürchteten Speerspitze. Mit ihren zweihändigen Äxten und langen Schilden stürmten sie in die vordersten Reihen, brachen feindliche Linien und kämpften bis zum letzten Atemzug. Chronisten berichten, dass sie durch ihre Disziplin und Unerschrockenheit oft den Ausschlag in den Schlachten gaben. Rituale und Bräuche. Die Waräger behielten viele ihrer nordischen Bräuche bei. Sie schworen ihre Treue nicht in den byzantinischen Traditionen, sondern durch ihre eigenen Rituale, oft mit Schwüren auf Waffen oder durch feierliche Gelöbnisse in der Halle des Palastes. Der Tod im Dienst des Kaisers galt für sie als höchste Ehre, und ihre Treue war legendär. Viele überlieferten Geschichten betonen, dass kein Variger jemals den Kaiser verraten habe. Eine Besonderheit war der sogenannte Polutaswarf, das Recht der Variger nach dem Tod eines Kaisers den kaiserlichen Schatz zu plündern. Dieser Brauch, der aus den Traditionen der Wikinger stammte, wurde von Byzanz akzeptiert, um die Loyalität der Garde zu sichern. Für die Variger war es eine Form der Belohnung, aber auch ein Zeichen, dass ihr Bund mit dem Kaiser nach dessen Tod endete. Symbolik der Variger Garde. Die Anwesenheit der Garde hatte auch eine symbolische Bedeutung. Sie verkörperte die unerschütterliche Macht des Kaisers und die internationale Strahlkraft des Byzantinischen Reiches. Fremde Gesandte, die den Palast betraten, wurden von hochgewachsenen Nordmännern mit goldverzierten Helmen und Äxten begrüßt. Ein Bild, das tiefen Eindruck hinterließ. Gleichzeitig war die Garde ein Mahnmal für die Byzantiner selbst. Sie erinnerte daran, dass der Kaiser selbst im Herzen Konstantinopels Feinde und Verräter fürchtete und dass er sich auf Fremde mehr verließ als auf seine eigenen Landsleute. Die Geschichte der Variger Garde ist reich an dramatischen Episoden, in denen sie nicht nur als Wache im Palast, sondern auch als entscheidende militärische Kraft auftrat. Die Schlacht von Beroia 1122. Einer der bekanntesten Auftritte der Garde fand 1122 statt, als die Byzantiner gegen die Petschonegen kämpften. Die Waräger standen im Zentrum der byzantinischen Armee und hielten mit ihren massiven Äxten stand, während die Petschonegen versuchten, die Linien zu durchbrechen. Zeitgenössische Chronisten berichten, dass die Nordmänner den entscheidenden Schlag führten, indem sie feindliche Krieger mit brutaler Gewalt niederstreckten. Ihr Einsatz führte zum vollständigen Sieg und festigte ihren Ruf als unerschütterliche Elite. Die Belagerung von Konstantinopel 1204. Ein weiterer schicksalhafter Moment kam während des 4. Kreuzzuges. Als die Kreuzritter die Mauern Konstantinopels stürmten, kämpften die Variger mit verzweifelter Tapferkeit, um den Kaiser und die Stadt zu verteidigen. Zeitzeugen schildern, wie sie mit ihren Äxten die Leitern der Angreifer zerschlugen und die Feinde von den Mauern warfen. Doch selbst ihre legendäre Stärke konnte den Fall der Stadt nicht verhindern. Ihr Blut tränkte die Straßen und viele fanden ihr Ende in der Katastrophe von 1204. In Diensten mehrerer Kaiser über Jahrhunderte hinweg dienten die Variger verschiedenen Kaisern, von Basil II., der sie ursprünglich einsetzte, bis hin zu den Komnenen und den späten Dynastien. Manche Kaiser vertrauten ihnen mehr als ihren eigenen byzantinischen Offizieren. Besonders in Zeiten politischer Intrigen spielten sie eine Schlüsselrolle. Sie waren nicht nur Wächter, sondern auch Vollstrecker. Wenn ein Kaiser gestürzt wurde, waren es oft die Äxte der Waräger, die das letzte Urteil fällten. Der Wandel im Laufe der Jahrhunderte. Mit der Zeit veränderte sich auch die Zusammensetzung der Garde. Während sie ursprünglich fast ausschließlich aus Skandinaviern bestand, traten später viele Angelsachsen bei, die nach der normannischen Eroberung Englands 1066 ins Exil gegangen waren. So wurde die Variger Garde zu einem Symbol nicht nur für die Macht des Kaisers, sondern auch für die Verflechtung Europas im Mittelalter. Die Variger Garde war nicht nur eine Truppe aus rohen Kämpfern,
Sie war eine straff organisierte Eliteeinheit, deren Alltag durch Disziplin, Rituale und ein hartes Leben in einer fremden Kultur geprägt war. Ausbildung und Disziplin. Die Männer, die nach Konstantinopel kamen, waren meist schon erfahrene Krieger. Viele hatten in Skandinavien, Russland oder England an Schlachten teilgenommen, bevor sie in den Dienst des Kaisers traten. Dennoch mussten sie sich in der Garde einer strengen Disziplin unterwerfen. Die Ausbildung konzentrierte sich auf den Nahkampf mit der zweihändigen Axt, dem Erkennungszeichen der Wahrräger. Chronisten berichten, dass sie mit solcher Wucht zuschlagen konnten, dass ein Schlag selbst Schilde und Rüstungen spaltete. Neben dem Kampftraining mussten sie aber auch Wachdienste und Zeremonien einstudieren, um bei kaiserlichen Anlässen in perfekter Formation zu erscheinen. Das Leben in Konstantinopel. Die Wahrräger lebten in speziellen Baracken nahe dem großen Palast. Dort waren sie unter sich, sprachen ihre Sprache und hielten ihre Sitten aufrecht. Doch sie waren auch fasziniert von der Pracht Konstantinopels, einer Stadt voller Kirchen, Paläste, Basare und Menschen aus aller Welt. Für viele von ihnen war dies ein Kulturschock, vom kargen Norden in die glanzvolle Metropole des Ostens. Es war nicht ungewöhnlich, dass Wahrräger in den Tavernen der Stadt feierten, tranken und sich mit Händlern oder Einheimischen einließen. Manchmal kam es dabei auch zu Konflikten, die nur durch ihre Sonderstellung vor Gericht entschärft wurden, denn die Männer des Kaisers genossen Immunität in vielen Belangen. Ernährung und Versorgung. Die Ernährung der Wahrräger war eine Mischung aus ihrer nordischen Herkunft und byzantinischen Einflüssen. Im Norden hatten sie sich von Fisch, Fleisch, Brot, Käse und getrockneten Beeren ernährt. Besonders im Winter waren getrockneter Fisch, Pökelfleisch und Getreidebrei überlebenswichtig. In Konstantinopel kamen sie erstmals mit exotischen Speisen in Berührung: Oliven, Feigen, Wein, Honigkuchen und Gewürze aus dem Orient. Viele Chronisten berichten, dass die Wahrräger besonders den starken griechischen Wein liebten, den sie jedoch nach alter Gewohnheit mit Bier mischten oder pur in rauen Mengen tranken. Rituale und Glauben. Auch im Glauben verbanden sich alte nordische Bräuche mit dem byzantinischen Christentum. Manche Wahrräger hielten an Opfergaben an die alten Götter fest, während andere den orthodoxen Glauben annahmen. Es ist überliefert, dass die Wahrräger vor einer Schlacht nicht nur das Kreuz schlugen, sondern auch alte Runen ritzten oder Blutschwüre leisteten. Die Vorstellung, dass gefallene Krieger nach Walhall gerufen würden, begleitete sie ebenso wie die Hoffnung auf das ewige Leben im christlichen Paradies. Mit dem 11. und 12. Jahrhundert begann die einst so gefürchtete und ehrwürdige Warägergarde ihre zentrale Bedeutung für das Byzantinische Reich zu verlieren. Politische Spannungen und Wandel der Macht. Die byzantinische Gesellschaft befand sich in einem ständigen Wandel. Intrigen am Hof, wechselnde Kaiser und wachsende Machtkämpfe unter den Adeligen führten dazu, dass die Garde immer stärker in politische Konflikte verwickelt wurde. Statt ausschließlich als treue Leibwächter der Kaiser zu fungieren, wurden sie gelegentlich als Instrument in dynastischen Kämpfen missbraucht. Neue Herausforderungen und äußere Bedrohungen. Zugleich verschoben sich die militärischen Herausforderungen des Reiches. Die Normannen in Süditalien, die Seldschuken in Kleinasien und schließlich die Kreuzfahrer aus dem Westen stellten neue Gegner dar, deren Kriegsführung andere Formen der Organisation verlangte. Die Wahrräger, die für ihre Stärke, Disziplin und Treue bekannt waren, gerieten zunehmend in die Defensive. Der Untergang von Konstantinopel 1204. Ein entscheidender Schlag für die Wahrräger war die Eroberung Konstantinopels durch das 4. Kreuzfahrerheer im Jahr 1204. In der Katastrophe, die das Reich für Jahrzehnte spaltete, kämpfte die Wahrrägergarde bis zuletzt. Doch selbst ihre eiserne Disziplin konnte den Zusammenbruch nicht verhindern. Viele ihrer Angehörigen wurden in den Straßenkämpfen getötet, andere flohen oder gingen in fremde Dienste. Spätere Erwähnungen und ihr Erbe. Auch im 13. und 14.
Jahrhundert taucht die Varigergarde noch vereinzelt in Quellen auf, wenngleich nicht mehr in der Stärke und Glorie früherer Jahrhunderte. Einige skandinavische und angelsächsische Krieger dienten noch immer in byzantinischen Heeren, doch die Zeit der Dorothwas, der nordischen Elitewächter, war vorbei. Ihr Vermächtnis aber lebte fort in den Sagas des Nordens, die von heroischen Reisen bis nach Miklagard erzählten, und in der byzantinischen Erinnerung an eine Zeit, in der Männer mit Äxten und unerschütterlicher Treue an der Seite der Kaiser